Guten Tag, mein Name ist Thomas Kuwatsch, ich bin einer Mitgründer von ARI Motors. Ich sitze hier in unserem schönen ARI 901 in der Variante elektrische Kipperpritsche. Sie sehen das schon, hier ist die Fernbedienung für die Hydraulik. Und alle Details zu dem Fahrzeug, die schauen wir uns jetzt gleich mal etwas genauer an. Der ARI 901 ist ja vielen von Ihnen schon bekannt in den verschiedenen Variationen. Hier also jetzt die Variante mit Kipperpritsche. Das Fahrzeug hat jetzt hier noch so einen Leiterträger mit dabei, hat eine Länge von 4,91 Meter das Fahrzeug, und wir gucken hier gleich mal hinten auf die Ladefläche, hat man die soliden Klapphaken, mit denen man das Ganze dann aufmachen kann. Da haben wir hier 2,86 Meter in der Länge, es gibt auch noch 2,96 Meter und 3,6 Meter. In der Breite haben wir dann 1,50 Meter. Das ganze Fahrzeug hat eine Höhe von 2 Meter, sodass Sie dann bequem in Tiefgaragen reinfahren können. Hier mal ein Blick zur Anhängerkupplung mit einer 13-poligen Dose. Das ist also alles ganz normaler Standard. Sie können dort 1000 Kilogramm ranhängen als Anhänger. Das ist dann gebremst, ungebremst 600 Kilo und Stützlast 75. Reicht also völlig aus, um Ihren Minibagger auf dem Anhänger hinzubringen oder Ihren Rasentraktor oder sonstige Dinge, die Sie ja bewegen wollen. Meistens sind es ja auch eher nur kurze Wege bis in den nächsten Stadtpark oder sowas. Dafür ist diese Variante sehr gut geeignet. Dann geht es weiter, man sieht schon dieser Leiterrahmen, hinten die Blattfedern, an der Hinterachse, da sitzt auch der Motor, also Heckantrieb. Dann hatten wir jetzt eben einen Blick schon mal auf den Akku anschauen können. Hier die Bedieneinheit für den Kipper an sich. Ganz klassisch, Sie können es da hinten per Magnet ranmachen, dann können Sie es auch in die Hand nehmen und dann einfach die gesamte Kipperfläche elektrisch-hydraulisch nach oben drücken. Da sehen Sie schon, da kommt der Stempel jetzt so langsam raus. Das ist halt die Variante, die eben einmal komplett elektrisch, da ist kein Diesel und gar nichts, sondern das ist einfach nur alles elektrisch betrieben über die Antriebsbatterie. Und wenn Ihnen das zu riskant erscheint, dass Sie da nicht genügend Reichweite haben, dann können wir, so wie hier jetzt, noch eine Zusatzbatterie verbauen, die dann nur für die Hydraulik vorgesehen ist. Hier nochmal der Blick auf den Akku. Der Akku hat eben jetzt eine Kapazität von 254 Kilometern, wenn Sie sozusagen das Fahrzeug ganz normal bewegen. Was heißt schon ganz normal? Wohnen Sie natürlich in den Alpen, dann wird es ein bisschen weniger. Haben Sie ständig die kompletten 900 Kilo hinten auf der Kipperfläche, dann wird es auch weniger. So wie beim Verbrenner auch. Ja, je mehr ich bewegen muss, umso mehr verbraucht das Fahrzeug. Aber im Durchschnitt sind Sie bei 16 Kilowatt, die Sie da verbrauchen. Also das passt schon vollkommen und hat wirklich am Ende sehr, sehr günstige Betriebskosten. Wenn Sie das mal mit Ihrem Verbrennerfahrzeug vergleichen, dann sind Sie da um Lichtjahre voraus, was die elektrische Variante betrifft. So, jetzt, das ist jetzt sozusagen nochmal zu sehen im Detail, wie dieser Kugelkopf dann von oben belegt wird. Jetzt mache ich das per Magnet wieder ran. Und damit ist die Bedieneinheit auch wieder verstaut. Dann hier die Rundumleuchte, Bedieneinheit links vom Lenkrad, Nebelschlussleuchte und die Höhenverstellung. Dann hier hinten sehen wir nochmal die Variante dann eben mit Netz. Der Kunde hier hat eben noch das Netz bestellt, damit kein Unrat auf die Straße fliegt oder überhaupt meine Ladung drauf ist. Sie haben natürlich auch noch die extra Zurösen mit auf der Ladefläche, selbstverständlich. Hier mal ein Blick rein in den Innenraum. Da haben wir also einmal das Doppeldienenradio mit der Rückfahrkamera. Das ist optional, ja, das ist nicht serienmäßig mit drin. Dann haben wir hier das Tachometer. Dann haben wir hier das Zündschloss. Ja, das Fahrzeug wird ganz normal mit Zündschloss gemacht. Dann die Bedieneinheit für die Klimasache, also Heizung, Klimaanlage, Lüftung, warm, kalt, also nichts Besonderes, alles ganz normal. Ein vollwertiges Handschuhfach ist auch mit dabei, plus Kabel für den Anschluss fürs Radio. Da können Sie dann auch Apple CarPlay oder Android Auto machen. Hier der Gangwahlschalter, rückwärts, neutral und Drive. Also damit steuern Sie sozusagen die Richtung des Fahrzeuges. Und dann sehen wir es hier nochmal, jetzt zack auf rückwärts und dann springt eben die Rückfahrkamera an. Das eben ist eine Option, die Sie mit diesem Radio dann mit bekommen. Hier sehen wir auch, das ist natürlich auch ein DAB-Radio. Hier auf der anderen Seite dann der Ladeanschluss für das ganz normale Laden per Typ 2. Da sind Sie also über Nacht, dann ist der Akku voll. Vorne im Motorraum gibt es auch noch einen Schnellladen mit einem zusätzlichen Adapter. Können Sie da die Zeit quasi halbieren.
Wir empfehlen es aber nicht unbedingt, weil es ist immer Stress für den Akku und am Ende reduziert es die Laufzeit des Akkus oder die Lebenszeit des Akkus. Wie fährt sich nun das Fahrzeug? Nun ja, ein Elektroauto mit Heckantrieb hat erstmal einen ganz guten Vortrieb. Ja, Sie kommen also mit dem Fahrzeug sehr gut vom Fleck. Immerhin ist das Fahrzeug ja auch nicht besonders schwer und ja, auch jetzt nicht, das steht jetzt nicht so wahnsinnig im Wind, ein bisschen die Frontschutzscheibe ist ja auch ein bisschen angeschrägt, also das passt schon und wir gucken gleich mal in den Innenraum, wie es da so aussieht. Also das Fahrzeug hat schon so eine gewisse Dynamik, ja, man sieht es jetzt auch, wir fahren jetzt so leicht so eine Anhöhe hoch und trotzdem beschleunigt er. Das ist also bei unseren kleineren Fahrzeugen jetzt nicht selbstverständlich. Der hat also keinerlei Mühe, somit auch keinerlei Mühe eben meinetwegen mit einem Anhänger oder sowas, aber natürlich reduziert das die Reichweite, das ist ja selbstverständlich, aber sie kommen so ungefähr auf eine Höchstgeschwindigkeit von 95, wenn es bergunter geht, auch mal auf 100 km/h. Das ist also durchaus möglich. Sie können also auch selbstverständlich auf der Autobahn mit diesem Fahrzeug kurzzeitig fahren. Langfristig ist das jetzt kein Autobahn-Cruiser hier, dieses Fahrzeug. Jetzt machen wir einen Wendekreistest. Also 10,80 Meter ist der Wendekreis klein, ja, für so ein Fahrzeug. Das ist schon ganz gut. Also ist ja auch wichtig, dass man mal auf der Baustelle, im Park oder irgendwo in der Innenstadt gut rangieren kann. Dank Rückfahrkamera umso besser. Ja, also das passt schon. Wie Sie jetzt hier sehen mit dem Blick aufs Tachometer, das ist jetzt auch nicht zu viel Elektronik da, sondern ist alles noch sehr solide. Sie haben ein Airbag natürlich verbaut und auch über die Außenspiegel sehen Sie alles ganz manierlich, sage ich mal. Ja, das ist also eine ordentliche Sichtweise, die Sie da bekommen von dem Fahrzeug. Und Sie sitzen natürlich auch ein bisschen höher und damit ist das Ganze natürlich auch noch eine gute weitere Option für Sie, um die Übersicht im Straßenverkehr zu behalten. Und dieses Fahrzeug hier gibt es natürlich auch noch in verschiedenen Varianten mit Kofferaufbau und nur Pritsche und mit Kühlaufbau und mit einer elektrischen Ladebordwand und so weiter. Also wenn Sie da sagen, ja Mensch, hier so ein größerer kleiner Transporter, ja, der dann eben bei mir meinetwegen meinen VW T3, T4, was auch immer ablösen soll, das wäre hier schon eine Variante. Na dann kommen Sie mal auf uns zu. Konfigurieren Sie sich mal auf unserer Webseite Ihr beliebiges oder Ihr Fahrzeug, was Ihnen so beliebt. Und dann kommen wir mit einem automatisch generierten Angebot auf Sie zu. Und ja, und dann machen wir vielleicht mal eine Probefahrt bei Ihnen und vielleicht passt es ja dann und dann ist der Ari 901 bald vielleicht in Ihrem Fuhrpark zu finden. Wir würden uns freuen und vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald.